Herzlich willkommen zu Auf der Suche. Ich bin aus der Puste und heute mal ein Format einer etwas anderen Art, ohne große Steine, dafür mit vielen Höhlen. Wir sind heute auf der Altenburg bei Langenstein. Wunderschöner Ort hier unten. Und die Idee ist, dass wir heute über Nacht hier bleiben. Mal schauen, ob das was wird. Das Nachtlager ist bereit für unsere Fotoexkursion. Mein lieber Bruder und ich. Auf geht's. Hier sehen wir noch Überreste der alten Befestigungsmauer. Und hier hinten hat jemand einen Adler in den Stein geritzt. Die Altenburg bei Langenstein wurde im 12. Jahrhundert erstmals als Festung erwähnt und die Burg während des Dreißigjährigen Krieges von den Schweden zerstört. Heute sind nur noch einige Teile der Befestigungsmauer erhalten. Siedlungsspuren reichen wohl bis mindestens in die Zeit der Germanen zurück. Dieser Ort wird aber mit großer Wahrscheinlichkeit schon vor noch früherer Zeit von Bedeutung gewesen sein. Dort hinter mir geht es zum eigentlichen Gipfelkreuz. Wir gehen jetzt aber gerne in die andere Richtung, da sind nämlich die spannenden Höhlen. So, Nummer 1. Im rechten Sinn ist das so eine Art Wasserspeicher da unten. Da können wir jetzt rein. Ja, er ist offen. Ab geht die Post, ha? Oh ja. Schick. Schöne Höhle. Und hier drüben ist der Wasserspeicher, ne? Fettes Becken. Ein kleines Pflanzentor. Das ist ja nicht mal ein Hohlweg. Willkommen mit der ersten Grotte. Hier war wahrscheinlich mal der Kamin.
Das war die erste von unglaublich vielen. Nummer 2. Vorsicht, Brennnesseln, Gusi. Nacktschnecken. Oh ja. Mit Altar. Wenn wir uns Höhlen angucken, machen wir natürlich keine halben Sachen. Ne? Deswegen gibt es hier einen Fluter. Wir hoffen, ein bisschen was hilft. Also, scheint auch eine Feuerstelle zu sein. Hier oben ist auch eine Art Kamin. Leute müssen wie immer ihren Müll hier lassen. Das ist schön, wie so indirektes Licht da hinten. Ne? Du wusstest schon was Gutes damals. Das hier Kerzennischen oder für Idole, Opfergaben. Das sieht aber nicht original aus. Ich hab echt mal was runtergekommen. Großartig. Und wunderschön. Weiter geht's. Tretet hinein in die Nummer 11. Ah, ja. Karl Rindert. Bis 1916. Süß. Süßer Opi. Wohnzimmer. Und seine Küche, ne? Das war eine offene Küche sozusagen. Hier wunderschöner Abzug. Karl hat nicht schlecht gelebt. Das steht fest. Schön hier immer vom Berg runter gucken, früh morgens. Frisch gebrühten Käffchen. Also Krischi, falls es heute Nacht doch wieder erwarten Gewittern und stürmen sollte, dann lass doch mal schlafen. Schlagen wir hier auf. Eine Schlafstelle war, hier vielleicht, wenn mal Besuch kam. Das hätte Farbgebung. Tja, ist ja grün. Hier wird es fast blödig grau. Was ist das?
An anderer Stelle im Ort Langenstein gibt es übrigens weitere für Touristen zurechtgemachte Höhlenwohnungen, die man besichtigen kann. Das sieht aus wie Karls Holzlager. So langsam verfällt diese Anlage und es kommt immer wieder zu Abbrüchen im Sandstein. Jedem, der hier auf Erkundungstour geht, sollte bewusst sein, dass man sich in eine Gefahrensituation begibt, insbesondere wenn man Warnhinweise ignoriert. Ja, vielleicht ein bisschen niedrig. Für mein Ding. Oh, so zeitig. Gott, das ist ekelhaft. Aber ja auch schön, ein Rundbogen. Bestimmt auch noch einiges tiefer, schätze ich mal. Oder? Das ist tiefer. Gucken, wo es hier geht. Dem schnellen Weg nach unten. Wie genial das aussieht hier, wie du so rauskommst. Hammer. Weiter geht's.
So, dann machen wir mal ein kleines Päuschen, ne? Hältst du davon? Das haben wir uns verdient. Nein, noch Müll. Kann ja jetzt die eigentliche Erkundungstour beginnen. Wie würde bei Bob Ross sagen? Happy Accidents. Ja. So, jetzt Karls Terrasse. Mit Bank.
Also, das werden wohl 2 Teile werden. Das wird einfach zu viel sonst. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und wir sehen uns in Kürze bei Teil 2. Bis dahin. Leute. Ist mir fast peinlich zu sagen, aber es soll heute eine Aurora geben, heute Nacht. Das wäre natürlich der absolute Oberknaller. Wir schauen mal, was heute so geht.